Hallo, ich habe gerade Lust, ein paar Worte zum Thema Frieden zu sagen in der heutigen Situation. Man fällt bei vielen Leuten unangenehm auf, wenn man von Frieden spricht. So, das ist mein Gefühl. Es ist irgendwie, ja, gar nichts mehr erwünscht, sondern man hat, wenn man schön brav mitzieht, eigentlich in seinem Kopf, wie rüsten wir mehr auf, wie kriegen wir mehr schwere Waffen in das Kriegsgebiet, wie produzieren wir mehr schwere Waffen, Panzer, Bomben. Und das geht ja nach dem Prinzip, je mehr Menschen durch eine Waffe getötet werden können, desto besser ist die Waffe. So, mit geringem Einsatz so viel töten wie möglich. Und alle feiern mit. Und ich habe so in meinem Kopf eigentlich das Ziel Frieden für die ganze Welt. So, das ist die Option. Und ich finde, das ist ein schönes geistiges Leitbild und das ein Bereich, in dem der eigene Geist auch existiert. Das finde ich schön. Und bei dem anderen ist es wirklich so, ich weiß, die Situation, in der wir sind, die ist sehr schwierig, vielleicht nicht lösbar, aber wenn man mal ganz in Ruhe drüber nachdenkt, wird es ja so sein, wenn der eine aufrüstet und mit neuen Bomben droht oder mit neuen Panzern, wird ein anderer auch aufrüsten, nach Möglichkeit mit einem noch besseren Panzer und noch größerer Bombe. Und dann der nächste auch und der nächste auch. Und wenn einer beginnt mit Atombomben zu drohen, dann wird auch ein anderer drohen, dann wird noch einer drohen. Das heißt, es werden auch mehr Atombomben gebaut. Es wird immer mehr in den Krieg investiert als in den Frieden, schon allein gedanklich. Und irgendwann muss man sagen, wenn der Rüstungswachstum sozusagen gipfelt, wird die Ernte das Echo ja nicht sein, dass man Birnen oder Äpfel erntet oder Tomaten, sondern man erntet, dass die Waffen in irgendeiner Form, die Waffengewalt zurückkommt zu einem. Und das bedeutet, ja, das kann sich ja jeder an 5 Fingern abzählen, was das bedeutet. Das wollte ich sagen, das liegt mir wirklich auf der Zunge. Ich wünsche uns für unsere Welt Frieden. Und ich wünsche mir, dass man das nicht vergisst und in seinem Geist, in seinem Denken hat. Frieden, viel mehr an Frieden denken als an Krieg und Aufrüstung, weil wenn der gedankliche Raum voller Kriegsgedanken ist und voll des Gedankens, man muss mehr militarisieren, kann darin schlecht Frieden gedeihen. Für den Gedanken an Frieden ist dann weniger Raum. Und wenn es sozusagen sanktioniert wird, wenn jemand heutzutage wagt, an Frieden zu denken oder das Wort Frieden auszusprechen und deswegen blöd angeguckt wird oder blöd angemacht wird, finde ich, dann sind wir an einer Stelle, die ist nicht okay. Dann habe ich gestern so nachgedacht oder daran gedacht, was machen eigentlich all die Frauen in der Armee? Und da habe ich auch einen eher konservativen Standpunkt. Ich mag Frauen, die zu ihrer Weiblichkeit stehen und Frauen, die eigentlich männlicher sein wollen als die Männer, mit denen kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Und für mich sind Mann und Frau immer noch zwei unterschiedliche Geschlechter. So, und sie haben auch eine andere Bestimmung oder ein anderes Vermögen sozusagen, das sie in die Welt bringen. Und die Frau ist die Gebärende. Das unterscheidet sie vom Mann. In ihr wächst das Leben. Sie schenkt dem Leben Leben
sozusagen. Und wenn diese gleiche Frau, weil sie so sein möchte wie ein Mann, an die Front rennt und gerne einen Panzer lenken will oder an einer Maschinenpistole so viele Menschen abknallen will wie möglich, dann ist das für mich so, wie will diese Frau, wenn sie mal eigene Kinder hat, ihrem Kind, dem sie ihr Leben geschenkt hat, erklären, dass sie auch gemordet hat, getötet hat. Und was soll das Kind davon halten? Die Schwelle zu töten wird ja dadurch auch immer geringer. Und das Kind wird sich vielleicht sagen, okay, beide Eltern haben getötet, im Krieg, ich töte auch. Und wenn kein Krieg ist, töte ich halt, wenn ich es für richtig halte. Und darum wünsche ich mir eigentlich Frauen, die nicht an die Front gehen, die bei dem Leben bleiben und bei ihrem Geschenk, dass sie Leben gebären können und dass sie stolz darauf sind. Und sie müssen nicht den Männern hinterherlaufen und genauso sein wollen wie die Männer. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Dann bräuchte es ja nicht zwei Geschlechter. Dann könnten wir ja alle sozusagen Mann und Frau in einem sein. Das sind wir aber nicht. Das ist doch nicht die Absicht der Natur, sondern wir sind zwei unterschiedliche Geschlechter. Und ich finde es gut, wenn beide Geschlechter sehr viel an Frieden denken, auch gerade jetzt, heute mit diesem Krieg in der Ukraine und der gesamten Situation. Viel, viel mehr an Frieden denken und an Wege, wie können wir Frieden erlangen? Wo sind die Wege zum Frieden? Und das auch in Bezug auf andere Länder auf der Welt, die sich auch im Krieg befinden, die nur nicht so populär sind, weil sie nicht in den Nachrichten erscheinen. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Also mein Motto ist Frieden für die ganze Welt. Und das ist in die Zukunft gerichtet. Das finde ich schön. Das ist wie Schlaraffenland. Und jetzt sage ich Ciao. Ja, also Ciao, Shalom.